Hallo, ich bin der Ole. Ich habe euch heute die Maus 6 mitgebracht und ich zeige euch heute die Einstellmöglichkeiten und Bedienung der Maschine. Zuallererst warten wir, bis Rechner und Terminals hochgefahren sind. Anschließend starten wir den Dieselmotor, lösen die Parkbremse und legen Betriebsart Hase ein. Anschließend können wir losfahren. Für die volle Fahrgeschwindigkeit aufzunehmen, muss ich einmal den Lenkungshauptschalter schließen und die Zusatzachsen absenken. Zu sehen hier in der Zustandsanzeige. Die Außenspiegel kann ich hier über einen Zwei-Wege-Schalter elektrisch verstellen. Für engere Kurvenfahrten kann ich hier diesen Lenkungshauptschalter öffnen, um mit dem Joystick die Hinterachse nach links oder nach rechts lenken zu können. Anschließend muss ich den Lenkungshauptschalter wieder schließen, dass sich die Hinterachsen hier in der Lenkungsanzeige gerade stellen. Auf unserem Tastenfeld 1 finden wir folgende Funktionen: Zusatzachsen heben, senken, Arbeitsscheinwerfer, die ich vorher programmiert habe, ein- und ausschalten, Funktionstaste 1, Funktionstaste 2, allerdings momentan ohne Funktion, Wassersprühanlage ein- und ausschalten, Achsabstützung ein- und ausschalten, Achsabstützung den Druck auf der linken Seite erhöhen, Achsabstützung den Druck auf der rechten Seite erhöhen. Auf dem Tastenfeld 2 kann ich einmal hier meinen Dieselmotor starten oder meinen Dieselmotor abstellen. Auf dieser Taste kann ich Betriebsart Hase oder Schildkröte auswählen, also für die Fahrt auf der Straße oder die Fahrt während dem Ladebetrieb. Hier kann ich den Gang 1 und Gang 2 schalten. Gleichzeitig schalte ich von 2 auf 1 den Allrad ein. Hier ist die Taste für die Differentialsperre der Vorderachse, die Taste für die Differentialsperre der Hinterachse, meine Service-Taste und die Taste für den Scheibenwischer für die Seiten- und Heckscheiben ein- und auszuschalten. In der Bedienkonsole habe ich auch ein Schalterfeld. Ich finde hier den Analogrocker, mit dem kann ich die Maschine unter Beachtung der Blickrichtung, die ich im Terminal finde, und dem Fußschalter, den ich gedrückt halten muss, ein- oder ausklappen. Ich habe hier einen Kippschalter für den Eilgang für den Überladergurt oder Eilgang-Bauchgurt. Dann habe ich einen Kippschalter für die Parkbremse zu lösen oder festzustellen.
Die Kippschalter hier vorne sind für die Räumschilder auf der rechten und linken Seite, die ich dann ebenfalls während dem Ladebetrieb verstellen kann. In der Armlehne habe ich hier einmal noch ein Schalterfeld, auf dem befindet sich der Notaus. Mit diesem kann ich direkt den Maschinenantrieb stoppen, außer den Dieselmotor. Durch Draufdrücken wird der Maschinenantrieb gestoppt und durch Drehen kann ich den Notausschalter wieder entriegeln. Dann habe ich hier noch einen Kippschalter, mit dem ich dann im Ladebetrieb die Hinterachse nach links oder nach rechts lenken kann. In der Bedienkonsole auf der rechten Seite haben wir unseren Joystick. Der hat folgende Funktionen. Mit dem Mini-Joystick kann ich nach vorne einmal die Aufnahme absenken und nach hinten ziehen, die Aufnahme anheben. Sowie nach rechts oder nach links kann ich das Gegengewicht nach rechts oder nach links schwenken. Auf Taste 2 kann ich den Fahrantrieb während dem Laden aktivieren oder deaktivieren. Auf Taste 3 kann ich den Fahrantrieb rückwärts durch gedrückt halten aktivieren. An dem rechten Joystick haben wir auf der Rückseite 3 Knöpfe. Der rote Taster ganz oben ist unser Multitaster, mit dem kann ich eben verschiedene Funktionen ansteuern. Der grüne Taster hat während dem Ladebetrieb oder Betriebsart Schildkröte keine Funktion. Auf Taste 13 kann ich ein externes Mikrofon von einem Funkgerät ansteuern. Alle weiteren Funktionen findet ihr auf einem Aufkleber auf der Seitenscheibe. Mit dem Kreuztaster 4 kann ich meine Stützfüße für die linke Seite oder für die rechte Seite verstellen. Mit dem Multitaster zusammen kann ich beide Seiten gleichzeitig verstellen. Mit dem Kreuztaster 5 kann ich meine Aufnahmeseitenteile für die linke und rechte Seite verstellen. Mit dem Multitaster zusammen kann ich beide Seiten gleichzeitig verstellen. Auf dem gelben Taster 6 kann ich meinen Maschinenantrieb einschalten oder ausschalten. Wenn ich gedrückt halte, kann ich auch eine Nachladung auf dem LKW machen. Über Taste 7 kann ich meine Aufnehmer und Förderwalzen ein- und ausschalten. Halte ich die Taste 7 gedrückt, kann ich die Walzen reversieren. Auf der Taste 8 kann ich meine Vierfach-Zwickwalzen ein- und ausschalten und wenn ich Taste 8 gedrückt halte, kann ich diese reversieren. Auf der Taste 9 kann ich meinen Nachreiniger ein- und ausschalten oder wenn ich Taste 9 gedrückt halte, kann ich den Nachreiniger reversieren, allerdings nur bei einem Zwickwalzenreiniger. Auf der Taste 10 kann ich meinen Bauchgurt ein- und ausschalten. Über dieses Drehrad kann ich meine Fahrgeschwindigkeit während dem Laden erhöhen oder verlangsamen. Zusätzlich hat der Joystick auf der rechten Seite noch folgende Funktionen. Das ist zum einen nach vorne oder nach hinten den Schwenkarm drehen, nach links oder nach rechts den Überladearm drehen. Zusammen mit dem Multitaster auf der Rückseite kann ich einmal den Überlader absenken nach vorne und nach hinten ziehen, den Überlader anheben oder nach links den Überladerknick einklappen oder nach rechts den Überladerknick ausklappen. Auf dem linken Joystick haben wir einen Mini-Joystick. Mit diesem kann ich mein Mietenabräumerteleskop ausfahren oder einfahren oder das Mietenabräumerschild nach links oder nach rechts drehen. Genauso kann ich den kompletten Mietenabräumer nach vorne hin absenken und nach hinten anheben oder nach links schwenken oder nach rechts schwenken. Über diesen Kreuztaster können wir einmal die Dieselmotordrehzahl nach vorne erhöhen und zurückziehen, die Dieselmotordrehzahl absenken. Genauso kann ich vor dem Ausklappen der Maschine die Laderichtung nach links auswählen oder nach rechts auswählen. Dementsprechend klappt auch die Klappautomatik. Auf der Rückseite des linken Joysticks habe ich zwei Tasten. Diese kann ich mit zwei Funktionen programmieren. Zum einen ist es das Drehen des Mietenabräumerschildes und zum anderen kann ich damit ein externes Mikrofon von einem Funkgerät ansteuern. In der Bedienkonsole auf der rechten Seite haben wir das Bedienfeld Air Select. Darauf befindet sich hier ein Drehrad und die Tasten Plus und Minus. Über dieses Drehrad kann ich die einzelnen Reinigungsorgane auswählen und über die Tasten Plus und Minus deren Drehzahl verstellen. Des Weiteren kann ich andere Maschinenfunktionen darüber ansteuern. Ebenso haben wir auf der rechten Seite das Bedienfeld Air Direct, welches ebenfalls ein Drehrad hat. Mit diesem Drehrad kann ich verschiedene Menüfunktionen auswählen. Ebenso haben wir das Bedienfeld Air Direct, welches der Menüführung dient. In unserem Hauptterminal haben wir folgende Anzeigebereiche. Auf der linken Seite befindet sich der Anzeigebereich unserer Reinigungsstrecke.
Hier unten ist die Schnellzugriffleiste, auf der ich weitere Maschinenfunktionen verstellen kann. Auf der rechten Seite habe ich meinen Anzeigebereich für meine Lenkungsanzeige, also für die Vorderachse und Hinterachse. Ich habe meinen Anzeigebereich für die Waage. Diese Anzeigefelder kann ich ebenfalls wechseln, unter anderem noch die Betriebsparameter. In diesem Bereich finde ich meine Durchsatzleistung in Tonnen pro Stunde und meinen momentanen Dieselverbrauch pro Stunde. In der unteren Leiste ist meine Zustandsanzeige. Hier wird mir beispielsweise angezeigt, in welcher Gangart ich mich befinde oder Betriebsart, also Schildkröte und hier Gang 1. Ob meine Zusatzachsen angehoben sind oder abgesenkt sind, in welcher Position ich mich mit meinem Drehsitz befinde und ob die Parkbremse zum Beispiel festgestellt oder gelöst ist. Im oberen Bereich gelange ich einmal in mein Menü. Hier kann ich ebenfalls verschiedene Einstellungen noch tätigen. Hier in diesem Bereich kann ich einmal meine Wassersprühanlage programmieren. In diesem Bereich kann ich einmal meine Scheibenwischer programmieren. In diesem Bereich kann ich meine Klimaanlage einstellen, sowie die Gebläsestufe und die Fußbodenheizung und Standheizung programmieren. In diesem Bereich kann ich meine Lichtsteuerung programmieren. Auf der linken Seite des Hauptterminals kann ich ebenfalls von oben nach unten wischen und kann jetzt beispielsweise den Expertenmodus einschalten. Oder ich kann mein Terminal auf die Putzfunktion stellen und kann dann das Terminal putzen, und wenn ich hier oben 2 Sekunden gedrückt halte, gelange ich wieder zu meinem Hauptbildschirm. In unserem Nebenterminal, was sich im oberen Bereich befindet, kann ich meine Kameras einsehen. Durch Hin- und Herwischen kann ich die Kamerabilder wechseln oder ich kann mir auch ein eigenes Kameralayout programmieren. Hierzu kann ich einmal die Anzeigefelder auswählen oder das Layout und kann dann hier meine Kamera für die jeweiligen Anzeigebereiche auswählen. So, jetzt zeige ich euch einen kompletten Beladevorgang eines LKWs. Dafür muss ich mich einmal mit meinem Sitz nach vorne drehen, um hier die Blickrichtung zu beachten, und anschließend kann ich auf dem rechten Joystick über den gelben Taster 6 den Maschinenantrieb einschalten. Auf dem Hauptterminal kann ich einmal den Reinigungsbereich der Rübenstrecke einsehen. Hier habe ich den Verstellbereich der Aufnehmerwalzen, den Verstellbereich für die Förderwalzen, den Verstellbereich für die Vierfach-Zwickwalzen, den Verstellbereich für den Bauchgurt, den Verstellbereich für den Zwickwalzenreiniger und den Verstellbereich für den Überlader. Um die Drehzahlen verstellen zu können, muss ich einmal den Bereich antippen und kann dann durch nach links oder nach rechts wischen oder über die Tasten Plus und Minus die Drehzahlen verstellen. Dies gilt für alle Baugruppen, die hier aufgezeigt sind. So, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die Ropa-Maus 6 gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Maschinen im Einsatz und dann bis zum nächsten Mal.